Die italienische Finanzverwaltung hat angekündigt, dass das Programm für die Pauschalbesteuerung ab sofort doppelt so teuer wird. Wohlhabende Ausländer, die jetzt nach Italien ziehen, um die Pauschalbesteuerung zu nutzen, müssen nicht mehr 100.000 Euro pro Jahr Pauschalsteuer bezahlen, sondern 200.000. Was es damit auf sich hat und was die Konsequenzen für dich sind, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wir haben ja schon öfter über das italienische Programm zur Pauschalbesteuerung gesprochen. Hier konntest du also bisher nach Italien ziehen, dort für 15 Jahre leben, musstest deine italienischen Einkünfte möglicherweise aus einer italienischen Beschäftigung oder aus einer italienischen Firma zu den üblichen italienischen Steuersätzen versteuern. Aber sämtliche ausländischen Einkünfte mit einigen Einschränkungen, zum Beispiel ausländische Kapitalerträge, konnten mit einer 100.000 Euro Pauschalsteuer pro Jahr abgegolten werden. Das ganze Programm galt für 15 Jahre. Es wurde vielfach diskutiert in den Medien, unter anderem auch nachdem der UK ja den Non-Dom-Status eingestellt hatte 2024. Nach jüngsten Statistiken, die jetzt veröffentlicht wurden, nutzten nur rund 1100 Personen diese Pauschalsteuer in Italien. Das ist eigentlich ziemlich wenig, wenn man daran denkt, dass allein im UK Zehntausende, ich will nicht sagen Hunderttausende an Non-Dom-Steuerzahlern lebten oder auch zum Beispiel in Portugal Zehntausende Personen lebten, die den NRR-Status nutzten. Oder es zum Beispiel heute in Malaysia immer noch 50.000 Personen gibt, die das My Second Home Visum nutzen. Vor diesem Hintergrund sind also natürlich 1100 Personen, die in Italien diese Pauschalsteuer nutzen, nicht gerade sehr viel. Es macht damit auch die Begründung der italienischen Regierung, warum sie diese Pauschalsteuer nun erhöht, etwas fadenscheinig. Sie sagt nämlich, dass hier gerade in Mailand auf dem lokalen Wohnungsmarkt die Preise in die Höhe geschossen sind, weil so viele reiche Ausländer nach Italien kommen. Also, wie gesagt, insgesamt nutzen 1100 das Programm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese hier den Immobilienmarkt so signifikant beeinträchtigen. Aber wir wissen ja, es sind die rechten Populisten in Italien an der Macht. Sie haben ja schon andere, meiner Meinung nach, sehr schädliche Entscheidungen getroffen. Sie haben ja zum Beispiel Anfang dieses Jahres auch hier die Bedingungen für das sogenannte Impatriati-Scheme stark verschlechtert. Damit konnten ja ausländische Freiberufler oder Unternehmer nach Italien umziehen oder auch Angestellte und konnten bis zu 90% ihrer Einkünfte in Italien steuerfrei beziehen, wenn sie sich bereit erklärt haben, zum Beispiel nach Süditalien umzuziehen. Italien hat natürlich einen großen Charme. Es ist ein sehr schönes Land. Es ist sehr attraktiv. Die Verwaltung ist natürlich teilweise ziemlich ineffizient. Die Gesetze sind kompliziert. Die Vorschriften zum Teil schwierig einzuhalten. Es gibt zig Bedingungen, Ausnahmebedingungen und so weiter und so fort. Das meiner Meinung nach ein Grund, warum nur 1100 Personen bisher die Pauschalsteuer benutzt haben, aber natürlich darunter sehr bekannte Personen wie zum Beispiel der Fußballspieler Cristiano Ronaldo. Der Vorteil an solchen Programmen wie dem in Italien ist ja, dass man in einem klassischen Hochsteuerland leben kann, ein Land, in dem es einen guten Lifestyle gibt, viel Kultur, sehr schöne Immobilien, sehr schöne Landschaften. Das kann man natürlich so ohne weiteres über Länder wie jetzt zum Beispiel Dubai, Malta oder andere Steueroasen nicht so sagen. Wir alle würden ja gerne in Hochsteuerländern leben und den Lifestyle genießen, wenn man nur nicht die hohen Steuern bezahlen müsste. Und im Grunde genommen so Dinge wie die italienische Pauschalbesteuerung haben dieses Problem in gewisser Weise gelöst. Aber man muss natürlich ehrlich sagen, auch bei 100.000 Steuern im Jahr lohnt sich das Ganze natürlich nur, wenn man im Bereich 1 Million Euro und mehr pro Jahr im Ausland verdient. Denn ansonsten wird der Steuersatz ja auch wieder ziemlich hoch dann. Somit ist das Programm nun für noch weniger Personen attraktiv. Das heißt, du müsstest dich im Grunde genommen fragen, ob es wirklich Sinn macht, für dich ein solches Programm zu nutzen, wenn du dir überlegst, nach Italien umzuziehen. Was sind die Alternativen? Es gibt natürlich auch in anderen Ländern interessante Programme, wobei diese dann vielfach hier an Beschäftigung geknüpft sind. Wir denken zum Beispiel an das Beckham Law in Spanien oder aber auch den neuen NHR-Status in Portugal. Dieser ist aber eben auch wiederum geknüpft
an Dinge wie eine lokale Beschäftigung, zum Teil auch im Forschungssektor. Also das ist alles dann nicht so einfach. In der Schweiz gibt es natürlich eine Pauschalbesteuerung. Das könnte möglicherweise für dich interessant sein. Das ist ja ganz klassisch. Dann gibt's Malta, Zypern, dann gibt's Irland natürlich, da gibt's auch den Non-Dom-Status. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles nicht so schön wie Italien. Das muss man ganz ehrlich sagen. Meiner Meinung nach der beste Lifestyle, wenn du gerne Zeit in Italien verbringst, ist im Grunde genommen zu sagen, dass du dir zum Beispiel einen Wohnsitz in Italien einrichtest, aber darauf achtest, dass du dort nicht unbeschränkt steuerpflichtig wirst. Das heißt im Grunde genommen, du musst Tage zählen und darfst dort eben nicht zu viel Zeit verbringen. Die sogenannte berühmte 183-Tage-Regelung, wobei dort gibt es auch in Italien spezifische Ausprägungen, die man sich dann nochmal genau anschauen muss. Hier ist natürlich dann schon möglich zu sagen, du hast zum Beispiel 2 oder 3 ähnliche Wohnsitze in Europa, wenn dir der europäische Lifestyle gefällt. Sagen wir zum Beispiel mal Frankreich und Italien oder Spanien und Italien, verbringst da eben eine gewisse Zeit und bist ansonsten vielleicht am Reisen. Da kannst du natürlich sehr viel Zeit auch dort verbringen, ohne dass du jetzt dann dort überhaupt steuerpflichtig wirst. Die Frage ist eben, musst du wirklich das ganze Jahr in Italien sein? Ist nicht zum Beispiel ein halbes Jahr auch schon ziemlich attraktiv? Ist dir dann vielleicht nicht sogar der ganze italienische Zirkus zu viel? Und du bist vielleicht lieber irgendwo anders. Das sind Dinge, die man dann eben überlegen muss. Ganz wichtig, was wir hier aber lernen müssen, ist, dass du das Eisen schmieden musst, solange es heiß ist. Alle diese steuerlichen Vorteilsprogramme haben eine gewisse Halbwertszeit. Das haben wir ja auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gelernt. Ich habe schon Berichte davon, dass das ja schon der zweite steuerliche Sonderstatus ist, den Italien jetzt hier deutlich schlechter stellt. Wir haben es aber auch in anderen Ländern gesehen. Portugal hat den NAR-Status abgeschafft. Thailand hat hier Besteuerung eingeführt für Auslandseinkünfte, die nach Thailand überwiesen werden. Dubai hat eine Körperschaftssteuer eingeführt. Spanien zum Beispiel hat sein goldenes Visum eingestellt. Gut, EU-Bürger konnten dieses ohnehin nicht nutzen. Das heißt also, du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wenn es einen steuerlichen Sonderstatus gibt, der dir gefällt, der dich anspricht, mit dem du dich gut arrangieren kannst, dann mach es jetzt und zögere nicht zu lange. All jene übrigens, die bereits jetzt den italienischen Sonderstatus mit 100.000 Steuern pro Jahr hier nutzen, können dies auch weiter tun. Die kompletten 15 Jahre, das Gleiche galt auch übrigens für die Nutzer des NHR-Status. Sie haben Bestandsschutz. Also hier darfst du nicht zu lange zögern. Schlag zu, zieh um, richte dich dort ein, bevor es dann zu spät ist und diese Angebote wieder verschwinden oder deutlich schlechter gestellt sind. Wenn auch du darüber nachdenkst, ins Ausland umzuziehen, einen steuerlichen Sonderstatus zu nutzen, um dich steuerlich zu optimieren, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich demnächst bei unserer Mandantschaft begrüßen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.